willkommen zu einem neuen Teil Puring mit Nadine. Und weiter geht's auf unserer Entdeckungsreise des Purings. Heute werde ich auf einer Leinwand 50 x 70 cm mit 3 verschiedenen Utensilien arbeiten. Und zwar mit einem Trichter, mit einem abgeschnittenen von der Einwegflasche Flaschenboden und mit so einem Abflusssieb. Von den Farben her habe ich heute angemischt mit dem Artist Junior Vinylkleber Weiß und destilliertem Wasser. Kein weiteres Puring-Medium. Von der Farbauswahl habe ich die Solo Goya Triton, eine Amsterdam in einem dunklen satten Rotton und ein Orange von dem I Love Art Acrylfarbe von der Firma Gerstecker. Die Untergrundfarbe, also der sogenannte Base Coat, der ist bereits auf der Leinwand. Wenn ich die Farben in den Trichter fülle, lasse ich sie langsam am Rand des Trichters einfließen, damit sie sich nicht zu stark vermischen. Durch Anheben und Absetzen des Trichters und verschiedene Geschwindigkeiten könnt ihr dann euer Muster auf der Leinwand erzeugen. Mit dem Brenner werden die kleinen Luftbläschen entfernt. Die Rezeptur bzw. das Mischungsverhältnis meiner Farben, Puring-Medien, das findet ihr immer unten in der Videobeschreibung. Ich habe dazu auch etwas ausführlichere Videos gemacht, in Teil 1 und Teil 9 zum Beispiel. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da ich mich ja selbst noch auf der Entdeckungsreise des Purings befinde und ich glaube, das hört auch nie wirklich auf beim Puring, ja, ist das jetzt ein wirklich experimentelles Bild. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und kriegt ein paar Ideen, was ihr vielleicht mal so als Utensil noch ausprobieren könntet. Habt einfach Mut, testet, so mache ich es auch und was gefällt, es bleibt und was nicht, das könnt ihr immer noch wieder wegwischen oder beim nächsten Mal anders machen. Also einfach probieren. Der Rand war mir einfach zu rund und zu geradlinig. Soll ja ein bisschen nach Blütenblatt aussehen, deswegen puste ich jetzt erstmal etwas vorsichtig und dann etwas kräftiger und dann sieht es für mich auch deutlich besser aus. Ich teste mich mal wieder ein bisschen am Balloon Kissing. Ihr seht,
Gut, das war jetzt auch nicht die richtige Reihenfolge. Es muss natürlich erst Farbe drauf. Aber ihr seht, es klappt immer noch nicht ganz so wirklich effektiv. Manchmal kommt ein bisschen schönes Blümchen raus, manchmal gar nichts. Da verschluckt es die Farbe. Also da bleibe ich noch etwas dran. Und wenn ich da den Dreh wirklich raus habe, dann mache ich euch dann nochmal ein Balloon-Kissing-Video. Aber ihr seht, es ist nicht so einfach. Ja, das heißt ja auch, man kann mal so 20, 30 Minuten das Bild liegen lassen und es dann nochmal versuchen. Auch das hat mir an dem Tag nicht wirklich weitergeholfen. Deshalb, bevor ich jetzt weiter spekuliere, wieso, weshalb, warum, ich warte da, bis ich wirklich konkret Infos für euch habe, die euch dann auch weiterhelfen. Durch Pusten mit dem Strohhalm oder Verwendung der Holzspießchen kann man sich die Blüten auch noch etwas ausformen. Ja, da ist es wieder, mein Holzspießchen. Ihr wisst es ja schon aus den anderen Videos. Meine Lieblingsbeschäftigung beim Pouring. So sieht es jetzt aus. Da ist es natürlich noch nass. Gleich kommt noch ein Bild, trocken lackiert. Und ein kleines Outtake, diesmal wieder mit Kater Frodo. Er hat mich mal wieder im Keller besucht. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Ich werde vermutlich jetzt im Sommer, weil ich habe auch ein Haus mit einem kleinen Garten, vielleicht die Videoanzahl etwas runterschrauben müssen, dass ich auf 2 Videos im Monat runterfahre anstatt 4. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, falls es so kommt. Ich versuche natürlich bei 4 zu bleiben. Jetzt viel Spaß bei den Outtakes. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine. Ja, hallo Frodo. Ja. Bist du wieder hier unten bei der Frauchen? Ja? Ja, ist das fein? Ajo. Ajo. Willst du mal gucken? Ja? Warte mal. Ich mach mal hoch. Ja. Oh ja, schon magst du nicht, ne? Ich verstehe.